Ja, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Hector Fellow Akademie darf ich Sie alle herzlich willkommen heißen zu einem ganz faszinierenden Symposium, wie Sie sehen werden, Medizin 4.0, organische Elektronik in der modernen Medizin. Also die Wissenschaft ist dort ungefähr angekommen, wo Star Trek aufgehört hat. Sie erinnern sich an das rote Auge vom Terminator und an die berühmte Brille von Geordi. Oder bin ich da in der falschen Generation gerade? Könnte auch noch sein. Jedenfalls wissen Sie, dass vieles an diesen Konzepten derzeit passiert. Denken Sie die künstliche Hand, Mechanik, die man direkt an den Nervenzellen ankoppeln kann. Denken Sie an die Hirnstimulatoren bei Parkinson-Patienten, die dann wieder laufen können, oder auch die Bildschirmsteuerung durch die Gedanken und nicht zuletzt auch das Cochlea-Implantat, können Taube wieder hören, ein bisschen sehen, können die Blinden auch wieder mit den Implantaten. Also die Zukunft hat begonnen, das werden Sie heute sehen, mit allen Chancen, aber auch Risiken. Und Dresden ist genau der richtige Ort dafür. Silicon Saxony, klingt sehr sexy, ist also auch tatsächlich eine Top-Adresse in Europa geworden. Es ist fantastisch, was ich da heute gesehen und gelernt und gehört habe und im Internet gefunden habe, wie es hier mit der Elektronik und der Verheiratung mit den biologischen Substraten, das sind ja zwei Exzellenzcluster, hier weitergeht. Also das Zusammenwachsen von Mensch und Technik, und ich darf als Mediziner im Hector Akademie Präsidium eben besonders auf die Lebenswissenschaften, das Verhältnis zur Informatik hinweisen, Biologie und Chiptechnologie. Also man kann sagen, hier wächst zusammen, was wir als Forscher immer schon wollten, dass zusammen wächst, wenn ich das mal ein bisschen abändern darf. Und in diesem Zusammenhang darf ich dann auch die Vertreter der weitsichtigen Forschungspolitik dieses Bundeslandes sehr herzlich begrüßen. Herrn Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung, Herrn Uwe Gaul. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das Grußwort von Frau Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Frau Dr. Eva-Maria Stange, uns zu bringen und zu überbringen, die ja leider kurzfristig terminlich verhindert ist. Und ich darf den Rektor der TU Dresden begrüßen, Herrn Professor Dr. Hans Müller-Steinhagen. Super, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und es ist ein wichtiger Beitrag zu hören, wie die Regierung, wie die Universität zu diesen Entwicklungen steht und wie sie sich stellt, diesen Entwicklungen. Es gibt also, haben wir auch gelernt, heute schon, haben wir ja schon mal getagt Vormittag, die jungen Hector Fellows und die Fellows der Akademie. Es gibt noch viele Nüsse zu knacken. Und die Hector Fellow Academy als interdisziplinäre Akademie möchte helfen, die Nüsse zu finden und natürlich auch zu knacken. Also zum Beispiel Nervenzellen mit elektronischen Schaltkreisen verbinden, mit neuartigen Leuchtdioden, lichtempfindlich gemachte Nervenzellen zu reizen. Und wie geht das alles? Das werden wir heute Abend erfahren. Und die Vortragenden des heutigen Abends darf ich ebenfalls herzlich begrüßen. Sind Spitzenexperten, herausragende Spezialisten ihres Fachs, Herr Professor Dr. Karl Leo, der ja hier in Dresden Professor für Optoelektronik und Leiter des Dresden Integrated Center for Applied Physics and Photonics Material der TU Dresden ist. Herr Professor Maliaras, wo ist er? Werden wir nachher sehen, ja. Abteilungsleiter am Department für Bioelectronics an der École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne in Frankreich, und Professor Dr. Thomas Stieglitz, der als Professor für biomedizinische Mikrotechnik am Institut für Mikrosystemtechnik an der Universität Freiburg arbeitet. Danke, dass Sie gekommen sind und uns nachher dieses Thema näher bringen. Last but not least möchte ich aber diejenigen begrüßen, die das alles möglich gemacht haben. Und in erster Linie natürlich Herrn Senator Dr. HC Hans-Werner Hector, aber auch seine liebe Frau, die ja, und da möchte ich Ihnen gratulieren, die heute nicht dabei sein kann, aber der ich trotzdem mit Ihnen zusammen gratulieren will, denn Sie haben ja gerade eine ganz große Ehrung beide bekommen, vor 3 Wochen die Leibniz-Medaille der Brandenburgischen Akademie.
Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, das ist was ganz Großes und Ihnen herzlich gratulieren. Herr Hector und seine Frau sind ja Gründer der Hector-Stiftungen und auch der Hector Fellow Academy. Und diese Förderung des wissenschaftlichen Austausches zwischen Naturwissenschaften, Ingenieurswissenschaften und Medizin ist was ganz Wesentliches. Es ist eine junge, aktive Akademie, die nicht in Klassen eingeteilt ist, die zwar ein bisschen miteinander sprechen, aber dann doch in getrennten Räumen sich treffen, sondern es ist wirklich eine Akademie, wo Wissenschaftler, Spitzenwissenschaftler aus verschiedenen Fächern sich unterhalten, Grenzen überschreiten. Und die Akademie setzt sich ja wirklich aus einer Schar von handverlesenen Hector Fellows zusammen, Professorinnen und Professoren aus den genannten Fächern. International anerkannte Spitzenleistungen wurden erbracht und mit dem hochdotierten Hector Wissenschaftspreis ausgezeichnet. Das ist eine fantastische Möglichkeit, die Grenzen der Fächer zu sprengen. Es sind Kollegen, die wichtige Ämter in Wissenschaft innehaben und auch internationale Forschungspreise erhalten haben, und möchte meine Kolleginnen und Kollegen, die Hector Fellows, ebenfalls sehr herzlich begrüßen. Und nicht zuletzt das Team, zum Beispiel der Vorstand, ganz wesentlich, Herr Hans-Bodo Schauer und Herr Uwe Bleich, die die Geschicke der Stiftung mitgestalten im Beirat und ganz wesentlich beim Aufbau tätig sind. Wer ist denn nun sonst noch in der Akademie? Und da möchte ich den wissenschaftlichen Nachwuchs begrüßen. Das sind auch Akademiemitglieder, sind also jüngere Kollegen, 17 Hector Nachwuchswissenschaftler, die heute auch hier sind, die von den 22 Fellows intensiv interdisziplinär betreut werden. Sie sind wirklich der lebendige Beweis, wie man interdisziplinär diskutiert und denkt und Innovation erzeugt, indem man eben wirklich noch nie begangene Wege geht. Und die Motivation, selbst sich ein Projekt auszudenken, ist auch was Besonderes. Hector Nachwuchswissenschaftler kommt mit seinem Projekt und wird betreut. Und das sehen wir auch selten, dass man als Doktorand sich was ausdenken darf, was dann nachher in ein neues Projekt mündet. Begrüßen möchte ich auch Herrn Professor Klaus van Akkern, der ganz wesentlich zum erfolgreichen Aufbau der Stiftung beigetragen hat im Kuratorium. Und auch begrüßen möchte ich Frau Dr. Judith Elsner und ihr Team, Frau Dr. Bonato Minella, Frau Petrik, Herrn Kronberg, Herrn Peer. Das sind wirklich im Hintergrund der Motor, der kraftvolle Motor der Akademie, die vielen Aktivitäten zu entwickeln und zu steuern, sozusagen die Aktivitäten auf die Straße bringt. Und was wäre Louis Hamilton und Sebastian Vettel ohne dieses Team? Entschuldigen Sie den Vergleich, aber es sind ja wirklich lauter Formel-1-Fahrer, die hier fahren, und die brauchen ein anständiges Team im Hintergrund, nicht nur zum Reifenwechseln. Sie werden ja Frau Dr. Elsen am Schluss noch beim Schlusswort kennenlernen. Begrüßen möchte ich auch die Pressevertreter. Es ist ganz wichtig, dass das, was wir heute sehen und diskutieren, ins öffentliche Bewusstsein gebracht wird, ja, und über die Grenzen dieses Raums hinaus auch wirksam wird. Schönen Dank Ihnen allen fürs Kommen, für Ihr Interesse. Der Saal ist voll, es waren viele Anmeldungen da. Schade, dass nicht alle kommen konnten, reinpassen konnten. Aber umso schöner ist es, dass wir heute Abend dann eine Diskussion haben werden mit Ihnen zusammen. Und jetzt freuen wir uns auf das Grußwort von Herrn Rektor Professor Müller-Steinhagen.